Ja, dieser schöne olivgrüne Fiat zeugt doch vom Humor seines Besitzers. Einbruch zwecklos wird täglich gelehrt, aber viel besser finde ich noch. Von 0 bis 80 in hervorragenden 15 Minuten. Und damit moin, liebe Lüd. Wir sind auf dem Mittwoch auf dem Rockharz. Es ist frisch, ich habe mir einen Pullover rausgekramt. Erster Weg hoch zur Devil's Wall. Das seht ihr im Hintergrund, da oben. Was auf Videoaufnahmen und Fotos von anderen Leuten nicht so rüberkommt, das ist ein verflucht steiler Anstieg. Ich habe mir ein Wegebier mit eingepackt. Günstigerweise hat sich das Wetter ganz gut entwickelt. Es hat nicht weiter geregnet. Der Boden ist auch gut abgetrocknet. Aber es ist für heute noch mal wieder Regen angesagt. Oder zumindest eine Regenmöglichkeit, Regenwahrscheinlichkeit. Und wer Entspannung braucht, der bekommt hier eine Massage. Das ist doch ein Service. Wie gestern Abend, ne? Die Schlange ist für den Merch. Bis ich mal beim Merch bin, ist längst alles weg. So, dann gehen wir aber mal ein bisschen in den Campground hinein. Denn das ist jetzt ja die ideale Gelegenheit, mal ein bisschen auch über die Campgrounds zu wandern. Was mir schon aufgefallen ist gleich, es ist hier alles schön beschildert. Ihr habt also auch eine gute Chance, euren Stellplatz wiederzufinden. Alter, hat der sein Auto geil beklebt. Da ist der Musikgeschmack gleich verewigt. Schöne kreative Namensgebung. Camp Kunterschwarz. Genau mein Humor. Damit man sein Klo auch von weitem wiedererkennt, wird es von Spider-Man bewacht. Und es scheint auch ein bisschen beleuchtet zu sein hier. Ja, das sind noch die Originalverdunklungsplanen von der Bundeswehr. Funktioniert hier natürlich auch gut, ne? Und da macht Emil den Strom. Der ist sogar ziemlich leise. Unheimlich viele Fahnenmasten hier mit entsprechenden Flaggen. Das Gelände steigt hier schon an. Und wenn ich mich mal umdrehe, vielleicht kommt das ja so ein bisschen raus, ne? Aber das ist echt ein steiler Anstieg. So, bis hierhin habe ich schon mal geschafft und das ist schon ein Anstieg. Also da fällt hier der Boden zum Campground doch ganz gewaltig ab. Aber jetzt wird es erst richtig lustig. Jetzt geht es hier wirklich dann ins Naturschutzgebiet zur Teufelsmauer. Fahr nach Ballenstedt, haben sie gesagt. Geh zur Teufelsmauer hoch, haben sie gesagt. Ist toll, haben sie gesagt. Recht haben sie, aber anstrengend ist es. Und jetzt kommt auch sogar noch mal richtig die Sonne raus. Da könnt ihr die Campgrounds sehen und den Solarpark im Hintergrund. Mainstage kommt in Blick. Das dort hinten sind die Tagesparkplätze. Und so wie gestern ist auch heute am Mittwoch noch ein ordentlicher Anreisestau hier. Und es sind auch nur noch so einzelne Campgrounds jetzt. Wir sind jetzt nachmittags, 16 Uhr ist durch. Von der Seite ist der Verkehr überschaubar. Da haben wir jetzt das einzelne Auto hier. Ich glaube, dieses Fleckchen hier ist aber schon so geplant, dass da keiner mehr stehen darf, wegen der Fluchtwege. Die müssen natürlich auch vorhanden sein. Gucken, ob ich das schwarze Schaf finde. Und genau in der Bildmitte seht ihr jetzt das schwarze Schaf. Das ist doch ein Teil. Das ist aus demselben Gesteinsmassiv, das sich hier lang zieht. Ja, das habe ich nämlich auch schon mal gehört. So, Das aber ist der hier richtige Teil, oder Ja. der große Teil der Teufelsmauer ist da hinten irgendwo und das sieht richtig geil aus. Hier ist es natürlich toll zum Veranstaltungsgelände gelegen, ne? Richtig, auf jeden Fall. Richtig. Aber da hinten, das ist da war ich vor 3 Jahren mit dem Motorrad durch den Harz gefahren und ich da gehalten. Richtig Ja, geil. richtig schön. Habe ich also gerade mich aufklären lassen, das ist ein Teil der Teufelsmauer, der sogenannte Gegenstein. Und wir kriegen tatsächlich mal ein bisschen die Sonne. Ich habe den richtigen Moment abgepasst. Es war den ganzen Tag über bedeckt. Jetzt hat die Sonne mal für einen kurzen Moment die Gelegenheit, so ein kleines bisschen sich durchzusetzen. Aber man muss das echt mit Atempausen hier sich Absatz für Absatz hochkämpfen. Die 2 Absätze habe ich ja schon in einem Stück gemacht. Jetzt kommt noch mal ein ganz steiler und dann sind wir am eigentlichen Fels.
Oben angekommen, stelle ich jetzt fest, mein schöner Timelapse, den ich gemacht habe, ist mit 40 Sekunden Abstand zwischen den Aufnahmen gemacht worden. Aber jetzt bin ich oben angekommen, habe ein bisschen verschnauft, habe schöne Gespräche gehabt, wir haben hier viel gequatscht und jetzt geht es da oben hoch. Musikbeschallung haben wir auch hier oben und Gin Tonic wird hier oben angeboten. Durch diese Spalte geht es jetzt nach oben und jetzt habe ich die richtige Einstellung für den Timelapse. Das heißt, da mache ich jetzt nochmal einen richtigen Timelapse, während ich da hochkletter. So. Jetzt kann ich auch sagen, see you at the Devil's Wall. Ich bin mal hier. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich hier mal hochzuarbeiten. Sie glaubt an mich. Ich mache mich jetzt auf den Weg dahin. Viel Spaß euch noch. Auf geht's. Heieieiei. Höhenangst. Heieieiei. Ich habe es geschafft. Auf der Teufelsmauer. So, liebe Lüd, ich habe es geschafft und ich habe hier ganz nette Leute kennengelernt, die hier neben mir stehen, die nicht ins Bild wollen. Oder wollt ihr ins Bild? Ja, guck. Ich habe ein Bier ausgegeben gekriegt. Wir schnacken hier richtig schön. Rockharz ist eins der geilsten Festivals, die ich jemals besucht habe. Und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft. Im Hintergrund seht ihr das Gipfelkreuz. Hey! Aber da hinten seht ihr dunkle, fiese Wolken. Und aus diesen Wolken regnet es auch schon. Ich glaube, wir sollten allmählich zusehen, dass wir wieder Richtung Festivalgelände kommen. Ne? Leute, hier wird mir gerade ein Bild gezeigt. Wacken 2015. Schlamm Memories. Macht Spaß hier, oben am Kreuz. Excrementory Grind Fuckers! Jetzt haben wir es richtig gesagt. Das ist original die beste Band der Welt. Weil das ist hier echt Meeting oben am Gipfelkreuz. Da oben ist es. Und errichtet wurde das Ganze unter der Regierung des Herzogs Leopold Friedrich 1863. So, die ersten Konzerte wieder verpasst. Kerbholz verpasst. Das ist jetzt der Weg, den ich gleich vor mir habe. Es wird Zeit, wir machen es mal auf den Rückweg. Also das hier ist so auf dem Hinweg der schlimmste Teil für mich gewesen. Jetzt macht das schon gar nicht mehr so viel aus. Man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich echt dran. Die Stufen sind schon ein bisschen tiefer. Ja. Da muss man schon ein bisschen länger treten, aber ansonsten geht das eigentlich ganz gut. Das macht überhaupt nichts. Du bist jetzt einfach auf einem YouTube-Video, da musst du mit leben. Alles gut. Oh. Und jetzt gehe ich durch die Fledermaushöhle. Oh, geschafft! Teufelsmauer, Haken. Und ich laufe hinterher. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Viel Spaß. Weil meine Kamera läuft da vorne gerade. Na, kriegt sie mich ins Bild? Ich habe jetzt eine Kamerafrau. Und ich muss euch sagen, das ist ja das, was ich im Video irgendwie rüberbringen wollte, dass es hier echt steil ist. Man muss hier echt aufpassen, wie man seine Füße setzt. Und das ist eben das, was in solchen Videos immer überhaupt nicht rüberkommt, wie steil das wirklich ist. Geil, da muss ich auch Ich noch mal danke dir, Maria. Ja, und jetzt noch Kamerakind Maria einblenden. Kriege ich hin, ne? Ja, klar. Kamerakind Maria. Habt ihr ernsthaft vor, da heute euch noch hochzuarbeiten? Hier ist auch noch eine. Ihr habt auch noch ganz schön viel Wegstrecke vor euch. Da oben, da ist erst die Teufelsmauer. Masopilami. Ja, ein Held der 80er. Ne? Ein Held der 80er und einer der geilsten VW T2, die ich seit langem gesehen habe. Alleine jetzt wegen des Masopilamis.
Bergab geht schneller als bergauf. Okay, dieses Auto hat ein Vollkörperkondom. Das finde ich jetzt sehr lobenswert. Hier ist auf anständige Bekleidung wirklich Wert gelegt worden. Verliebt sich nie. Niemals In das Mädchen hinter der Theke. Verliebt sich nie. Niemals in das Mädchen hinter der Bar. Egal wie schön sie ist, egal wie tossig du bist, es ist ihr Job, dass sie dich mag. Es wird Zeit fürs Abendessen. Western Burger. Ich kann ihn empfehlen. Der ist richtig gut. Fehlt euch noch was? Wir haben hier einen kleinen Mini-Supermarkt. Ein Grillparty-Set haben wir hier für 25 €, Holzkohle für 6,50 €. Und was man sonst noch so alles an Toilettenartikeln etc. braucht, kriegt ihr hier alles. Im Mini-Supermarkt. Und hier sehen wir die Bändchenausgabe. Öffnungszeiten: Dienstag ab 10 Uhr, Mittwoch ab 9 Uhr, Donnerstag ab 9 Uhr. Aber aktuell, wie ihr seht, gar kein Andrang. Die meisten haben ihr Bändchen schon. Schlussendlich komme ich dann aber auch irgendwann mal im Infield an. Viel später als ursprünglich erwartet. Bumm! Ist gerade auf der Bühne. Der Vero-Schraubenzieher ist auch hier unterwegs, hat den richtigen Moment gepackt und ist genau über den Hauptbühnen. Und wie das immer so ist, irgendwann kriegt einem die Kälte in die Knochen. Auf der Mainstage ist jetzt noch die letzte Band. Hier wäre noch eigentlich vieles zu sehen, aber ich bin durch. Und was ist auf jedem Festival? Die Cantina-Band ist da natürlich! Also 15 Minuten spielen sie schon. Wie viel? 15? Ich stehe schon seit 10 Minuten circa hier, also die müssen schon ein bisschen spielen. Ja. Dankeschön, wir sind die Cantina-Band. Wenn ihr so gut schaut, guckt ihr etwa. Spielt denselben Song nochmal! Alles klar, denselben Song. Und los.
Und zu den Klängen der Cantina Band klingt jetzt dieser Abend aus. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Und ganz ehrlich, es hilft meinem Kanal unheimlich, wenn ihr doch mal auf den Abo-Button drückt. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael. Christina on the way to hell. Ein Sun Living.